In diesem Quick-Tutorial erkläre ich dir, wie du deine eigenen digitalen Pinsel in Procreate importieren und damit zeichnen kannst. Außerdem erhältst du kostenlosen Zugriff auf einige meiner eigenen digitalen Zeichenpinsel. Also, los geht's! Öffne zunächst Procreate und eine beliebige digitale Leinwand. Gehe dann in die Pinselsammlung durch einen Klick auf das Pinsel-Icon rechts oben und dann noch einmal auf das kleinere Plus-Icon. Damit gelangst du in das Pinselstudio, wo du rechts oben noch den Befehl Importieren auswählen musst. Und dann fehlt nur noch ein Schritt, nämlich dass du nach der jeweiligen Datei suchst, also die Pinsel, die du importieren möchtest. Dabei hast du 3 Varianten zur Auswahl. Einmal kannst du ein Brush-Dateiformat importieren, was für einen einzelnen Procreate-Pinsel steht. Oder du importierst ein Brush-Set-Dateiformat, was für eine ganze Pinselsammlung oder Pinselkategorie steht, also mehrere Pinsel innerhalb einer Datei. Oder wenn du keinen nativen Procreate-Pinsel hast, sondern zum Beispiel von Photoshop Pinsel importieren möchtest, dann müssen die als .abr-Dateiformat vorliegen. Also diese 3 Varianten stehen dir sozusagen zur Auswahl. Ich habe hier meine eigenen Pinsel aus meinem kostenlosen Zeichner-Kit importiert. Das sind die Pinsel, die ich als Profi-Digital Artist am häufigsten für normales Skizzieren und Zeichnen verwende. Den Link dazu, wenn du diese ebenfalls haben möchtest, findest du in der Videobeschreibung. Jedenfalls, wenn du Brushes einzeln importiert hast, wirst du diese in der Kategorie Importiert finden. Da musst du dann einfach nur noch draufklicken und schon kannst du mit deinem neu importierten Brush malen. Ansonsten, wenn du gleich eine ganze Pinselsammlung, also mehrere Pinsel auf einmal hinzugefügt hast, findest du diese in der Regel als eine eigene Kategorie importiert. Da kann es sein, dass du einmal kurz suchen musst in der Pinselsammlung, aber da einfach nach dem Dateinamen gehen und wenn du es gefunden hast, findest du dann eben in dieser Kategorie wiederum die einzelnen Pinsel. Auch da einfach auf einen Wunschpinsel draufklicken und schon kannst du damit malen. Zudem kannst du nun, wenn du Pinsel importiert hast, diese noch weiter sortieren. Zum Beispiel kannst du via Drag and Drop deine Pinsel noch anders anordnen, um darauf schnell Zugriff zu haben, also einfach effektiver arbeiten zu können. Oder wenn dir ein Pinsel oder eine gesamte Kategorie gar nicht mehr gefällt und du das Ganze löschen möchtest, klicke einfach entweder auf die jeweilige Kategorie und lösche diese oder schiebe den jeweiligen Brush nach links und da sollte dir ebenfalls die Löschen-Funktion zur Verfügung stehen. Ja, und natürlich gibt es noch viele weitere Dinge, die du mit deinen Brushes in Procreate anstellen kannst. Aber das soweit erst einmal zu den Basics. In jedem Fall solltest du damit nämlich bereits in der Lage sein, individueller und leichter mit deinen eigenen bzw. importierten Brushes zu arbeiten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse mir bitte ein Like und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um zukünftige Tutorials für digitale Künstler wie eben dieses und andere wichtige Tipps nicht zu verpassen. Und ansonsten gilt jetzt wie immer, bleib kreativ und bis bald!